Anime werden zunehmend erfolgreicher und das ist auch den Produzenten in Hollywood nicht entgangen. Wenngleich diese nicht verstehen, wieso Leute diese überhaupt lieben. Was sie aber verstehen, ist Geld. Und da wird derzeitig immer mehr animifiziert. Man nimmt sich irgendwelche große IP wie Tomb Raider oder Suicide Squad und macht daraus einfach ein Anime. In der Hoffnung, die nächste große Cash-Cow zu melken. Ohne dabei zu begreifen, warum Anime überhaupt bei den Fans beliebt sind. Dass man nicht nur eine westliche Geschichte mit bisschen Farbe anstreichen kann, um daraus ein Anime zu machen, zeigt das erste Beispiel. Ich war kürzlich im Kino, um den Herr der Ringe Film Die Schlacht der Rohirrim zu schauen, was auf dem Papier mein unvorstellbarer Kindheitstraum gewesen wäre. Mein Lieblingsbuch kombiniert mit Anime-Ästhetik, Schwertkämpfe mit einer hotten Waifu, was kann da schon schiefgehen? So einiges, wie sich herausstellt, und das einzige, was tatsächlich funktioniert, ist tatsächlich der Anime-Look selbst, der wirklich wundervoll synergiert mit der mittelalterlichen Welt von Mittelerde. Jedoch ist es nicht ausreichend auszusehen wie ein Anime, um vor allem das Feeling eines Animes einzufangen. Die Geschichte des Films ist einfach stupide mit merkwürdig agierenden Charakteren im Sinne von, was würde passieren, wenn jede der Figuren die dümmste mögliche Entscheidung treffen würde. Die Handlung ist weder spannend noch herzerwärmend. Dabei hätte selbst eine schwachsinnige Handlung durch solide Action aufgewertet werden können. Wen interessiert Logik, wenn die Action spektakulär aussieht, doch bleibt diese ebenso aus. Die angeblich willensstarke Protagonistin wird ein Dutzend Mal gerettet und ist kaum an Nutzlosigkeit zu unterbieten. Aber auch diese Messlatte schafft der Film im Limbo zu unterbieten. Denn auch der Bösewicht ist weder eine große Gefahr, noch hegt er irgendwelche intelligenten Intrigen. Genau genommen verlor er schon als Kind im Schwertkampf gegen sie. Dabei hätte man mit der Prämisse mit wenig Änderung einen tollen Anime inszenieren können, dessen Marschrichtung bereits in den Originalfilm vorgegeben wird. Man nehme nur die Szene mit Legolas, der alleine ein Mumake bezwingt, was laut Gimli dennoch nur als einerzählt. Simple Plots gepaart mit unrealistischer Action, die nur in einem Anime möglich wären. Etwas Verrücktes, was eben nur ein Japaner hinkriegen würde. Das hätte es werden sollen. Man merkt dem Film an, dass ein amerikanisches Autoren- und Produktionsteam dahinter stand. Mal wieder versteifte man sich darauf, eine in Anführungszeichen starke Frau die Hauptrolle zu geben, die jedes Hindernis grundlos und unverdient überwindet, ohne sich diesen Erfolg zu erarbeiten. In einer Szene wird sie von einem Geist fast bezwungen, in der nächsten besiegt sie problemlos einen starken Krieger, je nachdem wie es gerade notwendig ist in der Geschichte selbst. Das Hin und Her der Qualität ist nicht unerwartet, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf. Soll doch der einzige Grund für die Veröffentlichung des Films die allmählich auslaufende Lizenz gewesen sein, welche New Line Cinema dazu zwingt, mindestens einen Film in 10 Jahren zu veröffentlichen. Und da das Spin-off rund um die Jagd auf Gollum seit Jahren schon in der Produktionshülle steckt, war eine Anime-Version eben die kostengünstigste Alternative. Es wird vermutlich nicht mehr passieren, aber ich würde mich freuen, wenn Peter Jackson nochmal die Hand anlegt und das Silmarillion verfilmt. Aber bitte im Stil der Originale und nicht wie die CGI-verseuchten Hobbit-Ableger. Ähnlich schlecht stand es um die Anime-Version von Rick and Morty. Nicht nur sah dieser noch schlechter animiert aus als das Original ohnehin schon, bei dem die Qualität wirklich irrelevant ist und bestenfalls als den Zweck dienlich bezeichnet werden kann. Doch auch das Produktionsteam dahinter hat nicht verstanden, was die Fans überhaupt an der Serie lieben. Dabei ist es doch relativ simpel. Die Aneinanderreihung von Szenen mit originellen Ideen, mit abgedrehten Humor in unvorstellbaren Settings und Szenarien. Und zumindest wird das nicht im Anime geboten. Stattdessen erwartet die Zuschauer eine ernst gemeinte, konfuse und belanglose inszenierte Sci-Fi-Geschichte ohne Witz und Humor, die nicht einmal so cool aussieht wie ein typischer Anime. Es sieht eher aus, als hätte jemand eine Rick and Morty Folge durch ein KI-Programm gejagt. Ich kann beim besten Willen nicht nachvollziehen, warum der Untertitel The Anime gewählt wurde, denn diese Serie hat absolut nichts mit Anime oder irgendwas mit Japan zu tun. Und dabei wäre es bei der Prämisse der Hauptserie doch kinderleicht gewesen, dieses Spin-off umzusetzen. Man hätte einfach die beiden in ein Paralleluniversum stolpern lassen können, wo alles animifiziert ist, wo die Figuren einen übertriebenen Kawaii- und Uvo-Look haben, wo man über jedes Klischee aus dem Anime-Bereich sich lustig machen könnte. Und Gott, es gibt so viele davon. Mechas, Tsundere und viele mehr. Man stelle sich nur ein Harem mit Morty vor oder ein Isekai mit der gesamten Familie. Stattdessen kam dieses Monstrum heraus, das wirklich niemand zu mögen scheint und unglaublich schlechte Bewertungen erhalten hat. Die Produzenten sind hingegen verblüfft von dieser unerwarteten negativen Resonanz. Dass der Tag Isekai nicht ausreicht, beweist eindrucksvoll auf negative Weise der Anime-Versuch Isekai Suicide Squad. Dieser wurde sogar in Japan produziert und von keinem geringeren geschrieben als Tapei Nagatsuki, dem Schöpfer von Re:Zero, und dennoch fühlt es sich uninspiriert und seelenlos an, als hätte man jegliche Originalität mit dem Rotstift herausgestrichen. Dabei ist die Prämisse doch bereits bahnbrechend. Man nimmt die Bösewichte aus Batman und wirft diese in eine Fantasy-Isekai-Welt, wo das Potenzial in Theorie unermesslich sein sollte, doch nichts davon wird genutzt. Die Nebencharaktere sind belanglos
Heroes, das Worldbuilding begrenzt sich auf das Bekannte und auch die Action ist mittelmäßig inszeniert. Ich kann natürlich nicht sagen, woran es am Ende gelegen hat. Ob Tappei einfach nur einen herzlosen Wisch abgeliefert hat, um schnell ein bisschen Geld einzusammeln, oder die amerikanischen Lizenzhaber ihm die Daumenschrauben angelegt haben. Denn die Geschichte wirkt wie die Studienarbeit eines Kunststudenten und nicht nach einem exzellenten Werk im Sinne von Re:Zero, geschweige denn nach einem japanischen Isekai. Wo sind die spektakulären Fähigkeiten, die Intrigen von Königshäusern, die eindrucksvoll inszenierten Großstädte oder irgendwelche Waifus werden ebenso schmerzlich vermisst. Auch Wit Studio scheint mit dem Skript schon früh aufgegeben zu haben. Nimmt doch die Animationsqualität mit jeder Folge beständig ab. Wie wir zu diesem Endergebnis gekommen sind, trotz der Namen, die dahinter stehen, bleibt mir wahrlich schleierhaft. Es zeigt auf jeden Fall, dass es entweder ein Missverständnis zwischen den Parteien gab oder das Team nicht ihre Arbeit machen durfte, wie sie es gewohnt sind. Haben sie es doch zuvor schon deutlich besser hinbekommen. Dass es nicht immer so laufen muss, beweist hingegen die exzellente Umsetzung von Cyberpunk Edge Runners. Der gesamten Adaption ist nicht nur ihr Ursprung aus dem gleichnamigen Videospiel stark anzumerken, sondern auch der Stil von Animationsstudio Trigger weiterhin erhalten geblieben. Der Anime ist knallbunt, hat Over-the-Top-Action sowie die Kameraschnitte, die einfach Studio Trigger schreien. Das Gesamtpaket wäre in dieser Art nur in einem Anime möglich. In einer Realverfilmung wäre es vermutlich cringe oder schlichtweg nicht möglich umzusetzen. Und das alles zu einem Bruchteil des Kostenfaktors eines normalen Budgets. Was letztendlich dabei rumgekommen ist, ist eine herzerwärmende und zutiefst brutale Geschichte, die eben auch die typischen Klischee eines Animes zeigen, wie den obligatorischen durchgeknallten Lolli-Charakter, zugegebenerweise unnötig großer Oberweite. Dass es der Fanliebling Rebecca fast nicht in die Geschichte geschafft hätte, lag im Einfluss von CD Projekt Red, dem Spieleentwickler hinter der IP. Doch Studio Trigger konnte sie letztendlich glücklicherweise überzeugen. Mittlerweile gehört die Tragesgeschichte rund um die Hackerin zu einer meiner Liebsten und bietet mal wieder ein Magnum Opus im Sci-Fi-Genre, die in den letzten Jahren gänzlich von Isekais verdrängt wurden. Apropos Sci-Fi. Mit Terminator Zero scheint dessen Produzenten ebenfalls ein kleiner Erfolg gelungen zu sein, wenngleich die Serie keine große Wellen schlug. Schien das Terminator-Spin-Off mal wieder den Fans zu gefallen. Etwas, das die vielen Kinofilmversuche mit Arnold Schwarzenegger schon lange nicht mehr von sich behaupten lassen können. Ich selbst stecke nicht tief in der Materie, um mir ein Urteil erlauben zu können. Ich empfand zumindest den Anime als durchaus solide und verstehe zumindest die positive Resonanz im Netz. Die Fans lobten die Rückkehr der Geschichte zu den Wurzeln der Serie, insbesondere wurden die Anime-Elemente ebenfalls sehr gut umgesetzt, was wahrlich nicht verwunderlich ist. Hinter der Produktion stand niemand Geringeres als die Sci-Fi-Spezialisten von IG Production selbst, Schöpfer des wohl bekanntesten japanischen Vertreters des Genres, Ghost in the Shell. Die Verlängerung um eine zweite Staffel ist daher nicht verwunderlich. Auch mit der Anime-Adaption der Castlevania-Spiele bewies Netflix ein gutes Händchen, wobei natürlich Anime in Anführungszeichen gesetzt sein müsste. Wurde die Serie doch rein amerikanisch produziert, nämlich von der texanischen Firma Powerhouse. Wann ein Zeichentrick ein Anime ist und wann nicht, darum soll es in einem anderen Video gehen. Für dieses Video nehmen wir einfach mal an, dass es zumindest gezeichnet ist im Stile eines Animes, aber vor allem steckt sehr viel Herzblut in der Adaption. Produzent Adi Shankar war bereits zuvor jahrelang Fan der Serie und konnte sich damit einen Herzenswunsch erfüllen. Und das merkt man der Serie trotz ihrer Schwächen an, was eben auch beim Publikum gut angekommen ist. Und die Geschichte somit nicht nur ein finales Ende mit Staffel 3 spendiert bekam, sondern mittlerweile auch das Spin-off namens Nocturne veröffentlicht wurde, das jetzt kürzlich eine zweite Staffel erhielt. Das Erfolgsrezept ist relativ simpel. Man nimmt interessante Charaktere, gibt ihnen die Chance, in brachialen Kämpfen um Leben und Tod zu glänzen und lässt sich vom Original inspirieren, hat aber auch den Mut, mal Neues zu wagen. Vom selben Animationsstudio stammt auch die Adaption von Tomb Raider The Legend of Lara Croft, welche ich nicht geschaut habe. Scheinbar ist es trotz der negativen Resonanzen der Fans erfolgreich genug, um eine zweite Staffel zu erhalten. Schreibt also gerne mal in die Kommentare, ob ich es nachholen soll und ob es sich das Ganze wirklich lohnt. Oder wie ihr es zumindest fandet. Zu meiner Verteidigung ging die Lara Croft Zeit einfach an mir vorbei. Den Butler habe ich damals trotzdem in den Kühlschrank eingesperrt. Was nicht an mir vorbeiging, waren die Devil May Cry Spiele. Mit der kommenden Adaption steht uns somit ein weiterer Ableger eines japanischen Videospiels von denselben Machern bevor, die zumindest mich interessiert. Ach, was sag ich? Ich bin gehypt und freue mich drauf. Gerade weil der Trailer schon vielversprechend war. Nicht nur spiegelt dieser den cringy und edgy Humor der Spiele wider, sondern sieht auch aus wie ein waschechter Anime. Inklusive der unrealistischen, aber geil inszenierten Action. Der Erfolg der anderen Adaptionen lässt mich dabei Gutes hoffen, dass die Mädels und Jungs von Powerhouse auch hier etwas Solides abliefern werden.
Ab April geht es auf Netflix endlich los. Und werden somit auch in der Zukunft vermehrt westliche Serien im Anime-Stil erwarten. Sind diese doch vergleichsweise günstig zu produzieren und deutlich beliebter als Originalproduktionen. Trotzdem werden die wenigsten nachvollziehen, wieso so manche Anime-Adaption auf die Fresse fliegen wird, weil es eben nicht ausreicht, Anime draufzuschreiben, ohne ein Anime zu sein. Anime sind schlichtweg nicht nur japanische Zeichentrickfilme, sondern eine Philosophie, die man sich nicht erkaufen kann. Ich hoffe, dass das neue Geld aus Hollywood die bereits ums Überleben kämpfenden japanischen Anime-Studios nicht zu sehr verführt und sie am Ende noch ihre eigene Identität verlieren. Es wäre toll, wenn amerikanische Produktionen nicht nur das Geld wittern, sondern wirklich die japanische Industrie unterstützen würden, denn es steht wirklich nicht gut um die Branche. Die talentierten Mitarbeiter arbeiten trotz immer größerer Erfolge weiterhin für Hungerlöhne. In diesem Sinne, wenn du mehr zu wirklichen und vor allem guten Animes sehen möchtest, dann schau doch einfach in diese Videoschläge von mir rein. Lass gerne ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.